Ja, unser unsere Strandurlaubstage gehen jetzt zu Ende. Wir haben eben ausgecheckt im Hotel. Dieses Hotel ist für uns eine sehr gute Empfehlung gewesen. Denn das ist alles sehr familiär. Wir haben gestern Nacht noch mit der Besitzerin rund bis 2 Uhr, glaube ich, da rumgesessen, noch was getrunken und noch mit einem anderen Gast aus Deutschland. Ja, war sehr schön hier. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. War alles super. Die Hitze war ein bisschen viel im Zimmer dann auch, aber mit Ventilator ging das alles. Klimaanlage gibt es da leider nicht. Ja, heute geht es weiter auf unserer Tour. Wir fahren jetzt nach Sinop und werden uns dort die Stadt ansehen und werden dann gegen Abend weiterfahren ins Hotel in der Nähe von Sinop und werden da bis morgen früh bleiben. Morgen früh geht es dann weiter. Wir werden jetzt dann morgen nach Kastamonu fahren. Wir werden am Meer entlang fahren. Das wird wahrscheinlich auch eine schöne Reise. Da sind wir jetzt auch mal gespannt. Allerdings in drei Tagen sind wir wieder zu Hause oder fahren wir wieder nach Hause. Dann ist das Ganze erstmal wieder vorbei. Aber gut, das macht ja nichts. Wir fahren ja nicht zurück nach Deutschland, sondern wir bleiben ja in der Türkei. Halbzeit haben wir auch noch nicht, insofern alles gut. Ja, wir werden uns dann wieder melden auf dem Weg nach Sinop und dann natürlich auch aus Sinop. Wir sind auf dem Weg hier nach Sinop und fahren ab jetzt auch an der Küste entlang. So sieht es hier aus. Das sieht richtig gut aus. Das Meer ist heute allerdings ein bisschen rau. Hier kann man wohl baden, ist aber nur so ein Steinstrand. Sehr schön hier. An dieser ganzen Küste fahren wir jetzt lang. Bis ganz nach hinten durch. Ja, sehr schön hier. Ich weiß gar nicht, ob man das Ende da hinten sieht. Ich glaube gar nicht. Da hinten sieht man es. Hier sieht man das Ende. Das ist toll. Das ist wunderschön. Vor allem ist das Schwarze Meer hier gar nicht schwarz, sondern blau. Genau, das Schwarze Meer ist nicht schwarz, sondern blau. Da kann man mal sehen, wie sich der Berg gefaltet hat. Und auch da vorne geht es weiter. Sieht schon heiß aus. Da kann man es auch noch mal sehen. Das ist mal eine Aussicht hier. Sieht so aus, als würde man aufs Wasser zufahren und dann zack, reinfallen. Ja, und da hinten, wo diese scheinbar Insel ist, da müssen wir hin. So glauben wir zumindest. Da müsste dann Sinop sein. Nach 600 Metern auf Sinop Bafrayolo D010 fahren. Das sieht ja cool aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dann da nicht geradeaus weiterfahre. Vor lauter gucken. Das wäre nicht so gut. Kannst du bessere Fotos machen? Hä? Kann man bessere Fotos machen, kurzzeitig. Ich meine, für wen ist dann die Frage, aber ist egal. Ja, Sinop voraus sozusagen. Da hinten, wo diese Halbinsel ist, da müssen wir hin. Da sieht man dann schon auf den Felsen auch die Stadt. Also die eine Seite, die andere Seite gibt es auch noch. Kleine Landzunge dazwischen. Ich bin gespannt. Wir wären dann in Sinop angekommen und haben geparkt hier am alten Gefängnis. Und wer steht hier? Diogenes. Wer war Diogenes? Ein
Ein Philosoph, irgendwie so. Ja. Wir lesen noch mal. Da hinten ist das Meer zu sehen. Das hat sowas irgendwie wie so ein Lost Place. Ich habe eben kurz reingeguckt, stockdunkel, aber es ist nichts großartig zu sehen. Aber irgendwie gehört das mit zur Festung hier oder zum Gefängnis, keine Ahnung, wie auch immer. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Wahrscheinlich hier lang gegangen. Da sind die. Guck an. Was haben sie gesehen? Ja, man sieht, da ist ein Weg da unten, aber das Meer ist sehr aufgewühlt. Da sind wir jetzt an diesem Lost Place vorbeigelaufen und sind hier auf so eine Aussichtsplattform gekommen. Da sonnt sich jemand. Voll heute. So, hier geht's runter zum Hafen. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Gehen wir da mal lang. Gibt es dann schon sehr viele Fachwerkhäuser und alte Häuser und noch ältere Gebäude, wobei das nur noch die Mauer ist von der Sinop Kalese, also der Sinop Burg. Da gucken wir mal, ob wir was finden. Gehen wir mal gerade runter. Angekommen am Hafen. So eine kleine Hafenmeile mit vielen Restaurants. Und überall voll. Also nicht ganz voll. Sind so eingebaut in die Mauer. Ja. Ja, hier sieht man die Mauern von der Kale, also von der Burg. Und letztendlich ist Sinop in der Burg drin. Von der Außenmauer hier umgeben. Und ja, wir haben die eine Seite, die andere Seite haben wir ja gesehen, vorhin am Meer. Jetzt sind wir hier an der anderen Seite vom Meer. Da ist es ein bisschen ruhiger. Also das Wasser ist ein bisschen ruhiger. Aber hier ist dann auch die Mauer. Das ist eine künstliche Insel. Ja. Und ja, die Hafeneinfahrt. Und ja, da ist dann halt diese Reste von der Mauer. Da versuchen wir jetzt irgendwo mal durchzukommen. Und hier im oberen Teil muss irgendwo dann das Gefängnis sein, wo wir vorhin losgelaufen sind. Das heißt, wir sind dann einmal durch die Stadt durch, ans Meer runter, an den Hafen runter, haben den Rundgang gemacht und laufen jetzt wieder hoch. Zwischenzeitlich hat es gedonnert. Da kann man rein. Und ja, da nochmal Donner, es ist Gewitter. So ein bisschen, wir sollten vielleicht sehen, dass wir zum Auto kommen, bevor es anfängt zu regnen. Wir haben gerade den Südeingang erreicht von diesem Gefängnis und jetzt regnet es. Es regnet. Ja, Wann hat es denn geregnet? keine Ahnung.
In Sibiu hat es geregnet. Hat nicht auch irgendwie das Mal, aber das war Da waren wir ja drin. Ja, das hier scheint aber alles irgendwie frei zugänglich zu sein. Ja. Naja, jetzt warten wir noch ein paar Minütchen und dann geht es weiter, hoffe ich, zum Auto. Irgendwie. Und dann gucken wir mal. Ja. Ja, das ist also ein riesiger Komplex hier. Ist größtenteils verfallen. In den 1214er Jahren wurde das hier insgesamt gegründet, aufgebaut, und in den 1880er Jahren hat man es wieder als Gefängnis umgebaut und verwendet. Wahrscheinlich eine dunkle Geschichte. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu kommen. Es ist irgendwie so ein bisschen bedrückender Ort. Und ja, gucken wir mal, was hier noch so gibt. Tja, und das ist das richtige Gefängnis halt. Wie gesagt, das ist dann wohl 1880er Jahre wurde das hier dann gegründet, sozusagen in den Mauern der alten Zitadelle erbaut. Eigentlich ein schönes Gebäude, ne? Bisschen bedrückt der Ort. Komisch. Ja, Warum wohl? verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Da kann man sich hinsetzen und das betrachten. Ja, man kann auch überall rein. Genau, man kann auch überall rein. Bisschen Gefängnishof-Feeling kriegen. Man sieht halt an einigen Stellen Folterspuren und so Folterkammern und. Ja. Aber da habe ich echt keine mehr. Ja, also genau, Folterkammern sind hier, da kann man reingehen und gucken, da sieht man auch Spuren. Das lassen wir aber. Das muss nicht sein. Aber auf jeden Fall kann man hier überall rein und überall kostenlos rein. Wir haben jetzt unseren Rundgang durch dieses Gefängnis, durch die Burg, die Festung, wie auch immer, jetzt hinter uns und gehen jetzt zum Parkplatz und fahren weiter. Schauen wir mal wohin. Wir sind direkt am Flughafen in Sinop unterhalb. Der ist auf der anderen Seite, aber Hier links, der ist aber hier. man sieht nicht mehr. Und hier auf der anderen Seite ist ein riesiger Strand. Gut, Mit das Wetter Campern. ist jetzt schlecht und die Wellen sind entsprechend. Oh. Aber schön trotzdem. da Genau, und hinten. wir sind jetzt auf dem Weg zum nördlichsten Punkt der Türkei. Wohin nochmal? Zum nördlichsten Punkt der Türkei. Muss man dabei aufpassen, keine Straßenhunde zu überfahren. War gar keiner, macht nichts. Also trotzdem aufpassen. Die rennen hier nämlich manchmal ziemlich planlos durch die Gegend. Wir wären angekommen am nördlichsten Punkt der Türkei, Inceburun, in der Nähe von Sinop. Und was macht's? Regnen und gewittern. Blöd.
Sehr schöner Ort. Das Wetter müsste noch ein bisschen besser sein. Sehr blöd, denn es fängt an zu regnen. Also mehr. Ja, das ist nun der nördlichste Punkt der Türkei. Mehr geht's nicht. Wir sind jetzt am Hotel angekommen und jetzt ein bisschen mit Ateş spazieren. Wir haben hier diesen Naturhafen gefunden und gehen da jetzt mal ein bisschen lang. Wir sind in der Nähe von Sinop im Hotel Hamsilos Apart Hotel, haben dort eine ganze Wohnung, zeige ich nachher nochmal. Und gehen gerade mit Ateş und haben hier, habe ich einen aufgerissen wieder. Ha? Und dann gehen wir. Ja. Und hier ist der Ausfahrt vom Hafen. Da hinten dran ist die Insel, also Halbinsel, da ist Sinop. Ateş heißt Essen, nein. Ateş. Hier sieht man nochmal Sinop ganz gut. Und hier haben wir der nächste Freund. Stopp. Nein. Achtung. Er kommt wieder. Dieses hier so ein Park letztendlich. Da können die Leute dann stehen am Wochenende, grillen, essen und so weiter. So wie hier. Und da ist eben das Meer. Das ist richtig schön hier denn auch. Auch hier vielleicht mal eine Idee für Deutschland. Mitten in den Wäldern und so gibt es hier diese Grills. Da kannst du dann einfach hin, bringst dein Grillrost mit. Die Dinger, die kannst du überall kaufen, passen dann. Und dann kannst du hier grillen, was hier ja auch ordentlich gemacht wird. Das finde ich eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, warum es das in Deutschland so, habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Man könnte ja auch mal andere Länders Ideen mitnehmen. Könnte man. Das wäre eine. Wir sind in der Nähe von Sinop im Hamsilos Apart Hotel. Das ist das. So sieht es hier aus. Das ist eine schöne Anlage. Ich zeige auch gleich nochmal, wie es innen aussieht. Wir wohnen in diesem Haus hier unten. Da sind 2 Wohnungen, eine davon haben wir. Ist eine ganze Wohnung. Frühstück war okay. Man wurde satt. Es gab wieder, es hat eine Krawalte, also Frühstück, alles. Es war gut, okay. Gestern war es besser, die letzten Tage, aber es ist so, wie es ist. Ja, heute geht es weiter nach Kastamonu und da fahren wir knappe 2,5 Stunden. Werden natürlich irgendwo noch mal ein bisschen Pause machen, deswegen wird es ein bisschen mehr. Gucken uns dann auch Kastamonu an und übernachten dann dort.